Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Navid Heger und in diesem Video möchten wir uns anschauen, wie ein Forschungszweck für eine wissenschaftliche Arbeit ausschauen kann, wie ein Konzept dafür aussehen kann und ja, wenn dich das interessiert, bleib gerne dran, in Kürze geht's los. Ja, der Forschungszweck wird im Englischen ja meist mit Research Proposal bezeichnet. Und wenn man jetzt ein Forschungsvorhaben hat, dann soll ja immer ein gewisser Zweck dahinter stehen. Ja, also warum mache ich das? Und das ist eine ganz zentrale Frage, dieses Why. Why do I do this and not something else? Ja? Und da gibt es eine, ja, man könnte sagen, eine Vorlage, die ein sehr namhafter und erfolgreicher Coach zusammengestellt hat. Und da möchte ich auf meinen Kollegen verweisen, Marek Kričkowiak. Er hat ja auch viele Videos auf YouTube reingestellt und in diesem Sinn möchte ich sein Template für Research Proposals kurz hier präsentieren. Als ersten Punkt sieht er, dass man die Einleitung festlegt, Einleitung und die Literaturübersicht, also quasi das Background von der Forschung, die ich angehe. Und diese Literaturübersicht mit der Einleitung sollte insgesamt in etwa 1500 Wörter haben, also so zwischen 1000 und 2000 Wörter. Der nächste Punkt ist dann, auf Englisch sagt man die Justification, und es geht darum, jetzt wirklich die Forschungslücke aus diesem Hintergrund heraus zu arbeiten. Also was wir bei Punkt 1 gehabt haben, die Einleitung und die Literaturübersicht, dienen ja nur dazu als Hinführung, dass man dann wirklich auch die Lücke erkennt. Und die soll dann schön in diesem zweiten Punkt dargestellt werden. Wie umfangreich soll so ein Punkt 2 sein mit dem Research Gap? Naja, in etwa 500 Wörter. Also man sieht, im Vergleich zum Punkt 1 ist es circa ein Drittel von dem. Der nächste Punkt ist dann auf Englisch bezeichnet Marek Kričkowiak es mit Research Objective, und das ist nichts anderes als das Aim, auf Deutsch eben das Ziel. Und ich könnte aber auch sagen, es ist die Forschungshypothese. Und also die kommt hier rein und immer wieder, er legt auch Wert darauf, dass man hier nicht unnötig viele Differenzierungen macht, die es dann gar nicht gibt. Also er erwähnt zum Beispiel, er sagt, manche sagen, ja, das Ziel ist ganz was anderes als die Forschungsfrage und die Forschungsfrage wieder ganz was anderes als der Forschungszweck und das Design und so weiter. Also dabei hängen diese Dinge so eng miteinander zusammen, dass das kaum ein Unterschied ist. Und ich muss auch nicht jedes einzelne Detail von diesen Dingen anführen, sondern wichtig ist, dass ich die Forschungsfrage habe, dass ich ein Ziel habe und dass ich eben den Zweck hier bestimme. Und um schreiben zu können, wissen wir ja, also Forschungsfrage und eine Gliederung ist absolut notwendig. Der Punkt 3, wie wir schon gesagt haben, ist eben dieses Research Objective, also das Ziel mit den Hypothesen. Und Punkt 4 ist dann die Methodology, also die Methodologie. Und die wird dann untergliedert nach Marek Kričkowiak in den Bereich des Materials, könnte man sagen. Wenn man jetzt eine empirische Studie macht, dann ist es eben das Forschungsmaterial, mit dem, was ich arbeite. Oder es können auch Menschen sein, die Participants, oder es können auch Tiere oder verschiedene Dinge. Also was ist der Gegenstand, könnte man sagen. Das ist einmal das erste Kapitel, erste Punkt, der auch ein paar Absätze einnimmt. Und der zweite Punkt in dieser Methodologie, wir sind noch immer beim Punkt 4, sind die Methoden.
die Methods. Und da geht es darum, dass man also quasi einen Overall Approach anführt und das einleitet und immer zur bisherigen Literatur Bezug nimmt. Ja? Also eine gute Übersicht, wie etwas entstanden ist und wie man vorgegangen ist. Und der dritte Unterpunkt hier beim Punkt 4 sind die Research Tools und das Procedure. Und dabei ist aber wichtig, dass man es nicht nur anführt, sondern durchaus auch bewertet und kritisch hinterfragt. Und auf Englisch würde man sagen, justify the different procedures. Ja, und der Punkt 5 sind dann bei Bedarf die ethischen Considerations. Und Punkt 6 werden dann die Research Limitations, also die Grenzen. Wo gibt es Limitations? Die kann man auch sehr gut herausfinden. Da gibt es ein eigenes Video dazu. Oft sind sie in der Ende der Einleitung oder in der Conclusion. Und der letzte Punkt, Punkt 7, sind dann mögliche Implementations, das heißt, welche praktischen Implikationen wären noch möglich. Also das ist der praktische Bezug des Ganzen. Es soll ja nicht nur eine theoretische Abhandlung sein, sondern was kann man praktisch damit anfangen und welchen praktischen Sinn hat das Ganze. Ja, und wenn man diese 7 Punkte entsprechend ausarbeitet für das Forschungsprojekt, das ansteht, dann hat man hier insgesamt sicher einen guten Forschungszweck beschrieben und auf Englisch eben einen Research Proposal erstellt. In diesem Sinne, viel Spaß und gutes Gelingen, euer Dr. Easy.